Lass mich dir von einem Experiment erzählen. 2018 hat der Hedgefonds Renaissance Technologies, gegründet vom Mathematiker Jim Simons, eine Rendite erzielt, die fast jeden menschlichen Investor in der Geschichte alt aussehen lässt. Ihr Medaillenfund hat seit 1988 im Durchschnitt über 60% Jahresrendite erzielt. Brutto vor Gebühren. Kein einziges Jahr mit Verlust. Kein Mensch handelt dort. Keine Analysten, keine Portfolio-Manager, keine Bauchgefühle. Nur Algorithmen, Daten, Mathe. Und jetzt stell dir vor, was passiert, wenn diese Rechenleistung nicht mehr nur einem einzigen Fonds gehört, sondern jedem. Genau das passiert gerade. KI-gestützte Handelsplattformen werden demokratisiert. Hedgefonds-Technologie von vor 10 Jahren ist heute für Privatanleger zugänglich. Die Maschinen sind nicht mehr nur in New York. Sie sind überall. Und genau das wirft eine Frage auf, die sich vor 20 Jahren noch niemand gestellt hat. Haben menschliche Investoren überhaupt noch eine Chance? Ich bin Christian Rau. Willkommen bei Capital Mind AIs. Heute suchen wir eine ehrliche Antwort. Beginnen wir mit dem offensichtlichsten Vorteil: Geschwindigkeit. Ein guter Analyst schafft vielleicht 10 Unternehmensberichte pro Woche, gründlich gelesen, verstanden, eingeordnet. Das ist bereits außergewöhnlich. Ein KI-System verarbeitet Tausende in derselben Zeit. Nicht oberflächlich, mit Vergleichen über die letzten 20 Jahre Marktgeschichte. Aber Geschwindigkeit allein wäre noch kein Problem. Das wirkliche Problem ist, was sie analysieren. Ein Hedgefonds in den USA, Two Sigma, nutzt Satellitenbilder, um den Füllstand von Öltanks zu messen, bevor offizielle Daten veröffentlicht werden. Andere Fonds analysieren Handybewegungsdaten aus Einkaufszentren, um Einzelhandelsgewinne vorherzusagen, Wochen bevor Unternehmen ihre Zahlen melden. Das ist kein Science-Fiction. Das passiert heute. Und genau das verändert den Informationsvorteil fundamental. Früher gewann, wer Informationen früher hatte. Heute bekommen alle Informationen gleichzeitig. Der Vorteil liegt jetzt darin, wer sie schneller verarbeitet und tiefer versteht. Gegen diese Geschwindigkeit mit menschlichen Mitteln anzutreten, ist wie mit einer Taschenlampe gegen einen Scheinwerfer zu kämpfen. Aber jetzt kommt die Gegenseite. Und die ist überraschend stark. Märkte bestehen nicht aus Zahlen. Sie bestehen aus Menschen. Angst, Euphorie, Gier, Panik, Vertrauen, Misstrauen. Und genau hier liegt das strukturelle Problem der KI. Konkretes Beispiel: März 2020, Covid-Crash. Innerhalb von 3 Wochen verliert der S&P 500 über 34%. Viele KI-Systeme sahen die Muster nicht kommen, weil ein globaler Pandemie-Lockdown kein historisches Datenmuster hatte. Es gab nichts Vergleichbares in den Trainingsdaten. Was passierte? Viele quantitative Fonds verloren massiv. Einige menschliche Investoren, die erkannten, dass die Reaktion übertrieben war, kauften in den Einbruch hinein und machten später enorme Gewinne. Oder ein anderes Beispiel: Bill Ackman und sein Pershing Square Capital. Im Februar 2020 erkannte er, durch Gespräche, Intuition und Kontextverständnis, das kommende Risiko. Er kaufte Kreditabsicherungen im Wert von 27 Millionen $. 3 Wochen später waren sie 2,6 Milliarden $ wert. Keine KI hat diesen Trade generiert. Ein Mensch hat ihn generiert, weil er Kontext verstand, den keine Datenreihe zeigen konnte. Jetzt kommen wir zu einem Schwachpunkt, über den kaum jemand spricht. KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. Das klingt banal. Die Konsequenzen sind es nicht. Ein KI-Modell, das auf Marktdaten der letzten 30 Jahre trainiert wurde, kennt Nullzinsen, Globalisierung, stabilen Welthandel, eine relativ friedliche Welt. Es kennt nicht eine globale Entkopplung von Lieferketten, Deglobalisierung, neue geopolitische Blöcke, die strukturellen Folgen eines KI-Produktivitätsbooms auf Arbeitsmärkte. Das nennt sich in der Statistik Out-of-Distribution-Problem. Das Modell trifft auf eine Situation, für die es keine Trainingsdaten gibt, und dann versagt es. Historisches Beispiel: Long-Term Capital Management, LTCM. Der Fonds wurde von 2 Nobelpreisträgern gegründet. Die Modelle waren die besten der Welt. 1998, als Russland seinen Staatsbankrott erklärte, traf das Modell eine Situation, die statistisch nicht existieren durfte. LTCM verlor in wenigen Wochen über 4 Milliarden $ und musste von der Federal Reserve gerettet werden. Die Modelle waren nicht falsch, sie waren zu eng. Und genau dieses Risiko verschwindet nicht, egal wie leistungsfähig KI wird. Jetzt wird es richtig interessant. Und das ist einer der am wenigsten diskutierten Aspekte. Immer mehr Fonds, Banken und Plattformen nutzen ähnliche KI-Modelle, ähnliche Architekturen, ähnliche Trainingsdaten, ähnliche Signale. Und das schafft ein strukturelles Problem. Wenn Millionen Algorithmen dieselben Muster erkennen, treffen sie gleichzeitig dieselben Entscheidungen. Das verstärkt Marktbewegungen exponentiell. Konkretes Beispiel: der Flash-Crash vom 6. Mai 2010. Innerhalb von Minuten fiel der Dow Jones um fast 1000 Punkte. Zu diesem Zeitpunkt der größte Intraday-Einbruch in der Geschichte. Einige Aktien fielen auf einen Cent, dann erholte sich alles innerhalb von 20 Minuten. Kein Mensch hat das ausgelöst. Algorithmen haben auf Algorithmen reagiert, die auf Algorithmen reagiert hatten. Eine Rückkopplungsschleife, die niemand starten und niemand stoppen konnte. Die SEC-Untersuchung danach dauerte 5 Monate.
Die eigentliche Ursache blieb umstritten. Und hier liegt das Paradox. Je besser KI-Systeme werden, desto ähnlicher werden sie. Desto mehr Herdendenken entsteht, algorithmisch nicht menschlich. Und desto instabiler werden die Märkte in extremen Momenten. Und jetzt kommt vielleicht die überraschendste Erkenntnis dieses Videos. Viele gewöhnliche Privatanleger schlagen langfristig professionelle Fonds und oft auch KI-gestützte Strategien. Nicht, weil sie schlauer sind, sondern weil sie weniger tun. Die Zahlen sind eindeutig. Laut Spiva-Studie von S&P Global scheitern über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 90% aller aktiv gemanagten Fonds daran, ihren Vergleichsindex zu schlagen. 90%. Trotz professioneller Teams, KI-Unterstützung, Millionenbudgets für Research. Warum? Weil Kosten, Überaktivität und Fehler die Rendite zerstören. Ein Privatanleger, der jeden Monat stur in den MSCI World investiert und 20 Jahre lang nichts anfasst, schlägt statistisch gesehen die meisten Profis. Warren Buffett hat genau das in seinem Testament festgelegt. Nach seinem Tod sollen 90% seines Vermögens in einen simplen S&P 500 Indexfonds fließen. Der reichste Investor der Welt. Sein Rat: mach nichts. KI kann schneller handeln als jeder Mensch. Aber schneller handeln bedeutet nicht automatisch besser handeln. Manchmal ist die klügste Entscheidung an der Börse gar keine Entscheidung. Kommen wir zur vielleicht wichtigsten Erkenntnis. Die Zukunft gehört weder nur Menschen noch nur Maschinen. Sie gehört der Kombination. In der Schachwelt nennt man das Advanced Chess oder Freestyle Chess. Menschen spielen gemeinsam mit Computern gegen andere Mensch-Computer-Teams. Das Ergebnis ist faszinierend. Der stärkste Spieler mit dem schwächsten Computer schlägt den stärksten Computer alleine. Der menschliche Faktor, Intuition, strategisches Verständnis, Kontext, macht den entscheidenden Unterschied. Genauso funktioniert es im Investieren. KI analysiert tausende Unternehmensberichte, Optionsmarktsentiment, Insider-Transaktionen, Makrodaten, Liquiditätsflüsse. All das in Sekunden. Der Mensch entscheidet, passt das zum gesellschaftlichen Wandel? Ist der CEO glaubwürdig? Verstehe ich das Geschäftsmodell? Wie groß ist das Risiko, das ich nicht messen kann? KI reduziert das Rauschen. Der Mensch interpretiert die Bedeutung. Das ist nicht Science Fiction. Die besten Fonds der Welt arbeiten bereits so. KI als Co-Pilot, nicht als Pilot. Aber jetzt, der ehrlichste Abschnitt dieses Videos. Das größte Problem der meisten Investoren ist nicht fehlende Information. Und es ist nicht fehlende Technologie. Es ist Verhalten. Daten von Dalba, einer US-Finanzforschungsgesellschaft, zeigen Folgendes. Der S&P 500 hat in den letzten 30 Jahren durchschnittlich etwa 10% pro Jahr erzielt. Der durchschnittliche Privatanleger weniger als 4%. Im selben Zeitraum, mit denselben Instrumenten. Die Differenz von 6% pro Jahr kommt nicht aus schlechten Aktien. Sie kommt aus Verhalten. Kaufen, wenn alles gut läuft. Verkaufen, wenn Panik herrscht. Jagen von Trends. Zu früh aussteigen. Zu spät einsteigen. Und genau hier könnte KI einen der wertvollsten Beiträge leisten. Nicht indem sie den perfekten Trade findet, sondern indem sie verhindert, dass Emotionen schlechte Trades produzieren. Eine KI bekommt keine Angst während eines Crashs. Sie verkauft nicht panisch. Sie kauft nicht aus FOMO. Sie postet keine Raketen-Emojis auf X. Sie führt aus, was ihr gesagt wurde, ohne Abweichung. Für viele Anleger wäre das allein schon ein gewaltiger Vorteil. Aber es gibt eine Grenze. Und sie ist wichtig. KI versteht Daten. Sie versteht keine menschliche Realität. Die größten Investmentchancen der Geschichte entstanden nicht aus Datenmuster. Sie entstanden aus menschlicher Vision. Steve Jobs hat nicht eine KI entworfen, die sagte, Smartphone plus iPod plus Telefon ergibt $1 Billion Marktwert. Er hatte eine Vision von etwas, das noch nicht existierte. Peter Lynch, einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten, kaufte in den 1980ern Aktien von Dunkin' Donuts, weil er die Schlangen vor den Filialen sah. Nicht, weil ein Modell es sagte, weil er hinsah. Warren Buffett investierte in Coca-Cola nicht aufgrund eines Algorithmus, sondern weil er verstand, was eine globale Marke bedeutet, kulturell, psychologisch, dauerhaft. Diese Art von Verständnis, gesellschaftlicher Wandel, menschliche Bedürfnisse, kulturelle Strömungen lässt sich nicht vollständig in Daten übersetzen. Noch nicht. Vielleicht nie. Und genau deshalb wird es wahrscheinlich immer außergewöhnliche menschliche Investoren geben. Nicht trotz KI, sondern neben ihr. Also, kann KI menschliche Investoren wirklich schlagen? Die ehrliche Antwort: ja. In vielen Bereichen. Schneller, konsistenter, emotionsloser. Aber die richtige Frage ist eine andere. Die richtige Frage lautet nicht Mensch oder KI, sondern Mensch mit KI oder Mensch ohne KI. Denn das ist der Wettkampf, der wirklich stattfindet. Diejenigen, die KI als Werkzeug nutzen, ohne ihr eigenes Denken abzuschalten, werden einen strukturellen Vorteil haben. Diejenigen, die blind jeder Empfehlung eines Algorithmus folgen, werden denselben Fehler machen, wie die, die blind jedem Analysten gefolgt sind. Und die wichtigste Lektion dieser ganzen Entwicklung: die gefährlichste Sache an KI ist nicht, dass Maschinen zu intelligent werden. Sie ist, dass Menschen aufhören, selbst zu denken. Wenn dir dieses Video einen anderen Blick auf KI und Investieren gegeben hat, dann lass uns das mit einem Daumen nach oben wissen.
Das kostet dich 3 Sekunden und hilft uns, genau diese Art von Analyse weiterzuliefern. Und wenn du keines dieser Videos verpassen willst, abonniere Capital Mind AI. Der Button ist direkt unter diesem Video. Jetzt die Frage an dich. Vertraust du KI mehr als dir selbst oder dem Menschen mehr als der Maschine? Schreib es in die Kommentare. Ich lese jeden Beitrag. Ich bin Christian Rau. Bis zum nächsten Video.